Schritt für Schritt, wie man Facebook-Ads schaltet. Ich zeige dir vom Anfang Business Manager erstellen bis am Ende Retargeting-Ads erstellen. Zeige ich dir alle Schritte, wie man einfach seine Facebook-Ads erstellen kann, wie man sie schaltet, wie man sie optimiert, auf welche Zahlen du achten musst und so weiter und so fort. Falls du Sachen aber schon kennst, überspring einfach unten in der Videoleiste bzw. in der Beschreibung die Kapitel, die du schon kennst, und spring zu dem Kapitel, das du noch nicht kennst. Also, let's go, starten wir rein. Und wenn dich das Thema Facebook-Ads wirklich brennend interessiert und du das Ganze zusammengefasst in einem Online-Kurs haben möchtest, für wenig Geld, check auf jeden Fall die Links in der Beschreibung ab. Da findest du alle Links zu meinen Online-Kursen. Und falls du gerade Probleme hast mit Facebook-Ads, die zu lösen gelten. Ich kann gerne mal mit meinem Blick drauf gucken. Ich habe über 4,5 Millionen Adspend, ich habe zusammen mit Purelay gearbeitet, ich habe zusammen mit Ocean Apart gearbeitet. Wenn du Bock hast, ich schaue gerne mal drüber, check auf jeden Fall auch den Link zur Beratungsseite in der Beschreibung ab, falls du Probleme hast. Und ansonsten starten wir jetzt direkt rein. Let's go. Damit wir Facebook-Ads schalten können, brauchen wir einen Account bei business.facebook.com. Das ist im Prinzip eine Zweitseite von Facebook, womit man sich auch mit dem Facebook- oder Instagram-Account anmelden kann, wenn du hier auf Anmelden gehst. Oder falls du noch keinen Account hast, kannst du hier auch auf Konto erstellen gehen. Und du wirst bei Facebook dann also ein Konto erstellen. Ist erstmal ein privates Konto. Und das ganze private Konto verknüpfst du dann mit deinem Business-Konto. Es hat im Prinzip aber keine Auswirkungen auf dein privates Konto. Im Prinzip brauchst du nur eine Connection dafür oder ein Login. Und das Ganze funktioniert eben so. Und dann kommen wir zu der Seite, wo ich jetzt gleich hinleite und wo du deinen Facebook Business Manager einrichten kannst. Bist du erstmal angekommen, sieht das Ganze ungefähr so bei dir aus. Das heißt also, wir werden erstmal einen Business-Account erstellen mit dem Namen deiner Firma und eben deinem Namen und deiner Business-E-Mail. Sobald du das gemacht hast, kommst du sozusagen dann in diese Ansicht und dann können wir anfangen, den Facebook Business Manager einzurichten. Du wirst am Anfang relativ schnell sehen, dass du auch eine Seite benötigst von Facebook. Die ist im Prinzip nur, sage ich mal, deine Standardseite, beziehungsweise die Seite, die eben mit deinem Business-Account verbunden ist. Die richtest du relativ einfach ein. Da will ich gar nicht so tief ins Detail reingehen, weil uns geht es ja vor allem um Ad-Accounts. Und wir sehen uns eben jetzt die komplizierteste Plattform gerade, die es auf Facebook so ein bisschen gibt, weil es gibt super viele Einstellungen hier. Ich will aber ganz kurz Schritt für Schritt durchgehen. Einmal, was du vor allem einstellen musst, damit du Facebook-Ads Zugriff oder beziehungsweise Facebook-Ads schalten kannst. Also, wir finden hier oben People, beziehungsweise bei dir wahrscheinlich auf Deutsch Leute, Personen. Wir finden Partner, wir finden System-User. System-User können wir erstmal ignorieren. Partner ist das, wenn du zum Beispiel mit einer anderen Firma oder einer Agentur zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du die als Partneragentur hier eintragen. Das sind sozusagen andere Businesses, die du hier eintragen kannst. Und hier unter Personen kannst du eben zum Beispiel deine eigenen Mitarbeiter reinpacken oder Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Im Prinzip ist es dafür gedacht, dass es eigentlich deine Mitarbeiter sind. Genau, dann finden wir da Pages, die Facebook-Seiten. Nicht die Instagram-Seiten, die findet man weiter unten. Die Pages. Unter Ad-Account findet man eben noch nichts und hier kannst du zusammen eben mit mir deinen ersten Ad-Account erstellen. Das heißt, du create a new Ad-Account, dann geben wir hier den Namen ein und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Den Namen können wir später noch ändern. Was wir nicht ändern können, ist die Timezone. Und wenn du einmal die falsche Timezone eingestellt hast, werden deine Ads zum späteren Zeitpunkt immer zur falschen Zeitpunkt starten. Also unbedingt darauf achten, dass wir hier im richtigen Zeitpunkt sind für den Raum, wo du Ads schalten möchtest. Genau, hier sind wir Europe, irgendwas mit Berlin, genau. Und wir stellen natürlich unsere Währung auf den Euro um, weil wir damit natürlich auch bezahlen wollen. Und hier hätten wir letztendlich eine Möglichkeit, nochmal den Ad-Account einzustellen. Und dann gehen wir hier auf Weiter. Das ist mein Business. Und dann hast du auch schon damit den ersten Ad-Account erstellt. Natürlich müssen wir für den Ad-Account auch noch ein oder anderen Informationen hinterlegen. Das können wir jetzt machen und jetzt fragt er uns schon ab, okay, wer hat denn Zugriff eigentlich auf diesen Ad-Account? Das ist einmal ich und wir können hier sagen, okay, du hast Admin-Zugriff. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Falls du dann irgendwie nämlich zum späteren Zeitpunkt deine Ad-Accounts nicht sehen kannst, kann es meistens daran liegen, dass du dir selbst die Rolle noch nicht zugeteilt hast. Denn egal, was wir hier in diesem Business Manager machen oder Business Settings machen, du musst dir immer selbst die Rolle zuweisen. Selbst wenn du hier einen Ad-Account hast, kannst du zum späteren Zeitpunkt, falls du es noch nicht gemacht hast, eben hier dir selbst die Rolle zuweisen, was du für eine Rolle bei diesem Account übernehmen darfst. Und genau so geht das dann eben voran. Das heißt also, im Prinzip ist alles, das funktioniert alles gleich. Das heißt also, auch wenn wir zum Beispiel jetzt hier den Facebook Pixel erstellen für unseren Online-Shop, was sehr wichtig ist, so haben wir jetzt Viral Heroes Pixel, mein alter Firmenname. Und hier können wir letztendlich auch noch die Website hinterlegen und das war es im Prinzip schon. Also ihr müsst eigentlich nur auf Create klicken und jetzt auch wieder die Sache, die ich gerade gesagt habe, Add People und uns hier eben selbst hinzufügen. Das ging jetzt alles relativ schnell, ich weiß, weil ich relativ fix da durchgehen möchte. Falls du nochmal ein extra Video dazu haben möchtest, ich nehme nochmal ein extra Video auch auf und erkläre es nochmal ganz, ganz langsam, Schritt für Schritt.
Hier kannst du aber hin und her spulen und kannst das Ganze eben machen. Also, was ich gerade gemacht habe, ist, wir haben einen Pixel erstellt und jetzt müssen wir den Pixel zusammen eben einmal mit dem Ad-Account verbinden, den ich gerade erstellt habe. Also einmal hier habe ich jetzt zusammen den Ad-Account mit dem Pixel verbunden, damit wir im Ad-Account die Sachen vom Pixel auswählen können. Genau. Später haben wir noch eben Instagram-Kanal, habe ich schon gesagt. Business Assets Group brauchst du nichts, Apps brauchst du nichts, WhatsApp-Accounts brauchst du erstmal nicht, Catalogs wären zum späteren Zeitpunkt wichtig, die werden aber auch teilweise über Shopify erstellt. Also auch hier ist es gar keine große Sache. Und auch bei dem Thema Domains werden wir auch nochmal explizit in einem Video drauf reingehen. Damit wir aber heute Ads schalten können, reicht dieses Setting erstmal so grundlegend aus. Jetzt kommen wir dazu und richten zusammen den Facebook Pixel ein. Und das geht beim Shopify Store super, super einfach. Das gehen wir jetzt aber auch gleich Schritt für Schritt durch. Solltest du ein anderes Shop-System haben, dann schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich kann auch gerne Tutorials nochmal zu anderen Shop-Systemen machen, wie du da den Facebook Pixel einbaust und wie du da auch das Conversion so richtig trackst. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, welches Shop-System du aktuell benutzt. Wir machen das heute für Shopify, weil das gerade, glaube ich, relativ am meisten verbreitet ist. Und damit wir den Facebook Pixel einrichten können, ist das eigentlich super einfach. Hier links siehst du da den Reiter Vertriebskanäle. Hier klicken wir drauf, dann öffnet sich das Fenster. Wenn du schon den Kanal installiert hast, steht der hier. Wichtig ist, dass der Kanal der Facebook-Kanal ist. Und falls du es noch nicht eben installiert hast, kannst du hier auf Empfohlene gehen und dann müsste irgendwo hier der Vertriebskanal Facebook sein. Falls er nicht dort auftaucht, kannst du in den Shopify App Store gehen und auch nach Facebook suchen. Im Prinzip ist es nur wichtig, dass wir hier unter Vertriebskanäle Facebook finden. Und dann, falls du dich schon mal eingeloggt hast, müssen wir das Facebook-Konto verbinden. Falls nicht, ist das bei mir eben der Fall, dass ich mich hiermit einmal einlogge und dann autorisieren muss, dass Facebook Zugriff auf meinen Shopify Store hat. Und dann können wir anfangen mit der Einrichtung. Here we go. Jetzt sind wir angekommen im Facebook-Vertriebskanal. Der ist super wichtig, denn hier können wir nicht nur den Facebook Pixel richtig einrichten, sondern wir können auch ganz viele andere Dinge einrichten, wie zum Beispiel den Instagram Store. Wir können Nachrichten in Checkouts umwandeln und so weiter. Super spannende Anwendungsmöglichkeiten von Facebook. Dazu kann ich aber, wie gesagt, mal ein eigenes Video machen. Heute geht es nur um den Facebook Pixel. Dafür gehen wir oben auf Einstellungen. Hier haben wir schon mal einmal das Facebook-Konto, das wir vorhin zusammen erstellt haben, den Facebook Business Manager hier eingerichtet. Die Domain-Verifizierung, die solltest du später im späteren Verlauf auch unbedingt noch machen. Das heißt also, vergiss nicht hier drauf zu klicken und die Domain-Verifizierung machen. Ist aber im Prinzip auch nochmal ein eigenes Video wert, weil das geht auch zu tief ins Detail. Gut, gehen wir erstmal auf Marketing-Einstellungen, denn das ist der Punkt auch, wo wir unter anderem hinwollen. Dann suchen wir uns hier das Konto aus, welches wir gerne eben verbinden möchten mit dem Facebook Ads, mit dem Shopify Store. Ich habe zum Beispiel hier dieses Konto, das kann ich jetzt zum Beispiel hiermit verbinden. Und jetzt ist das Anzeigenkonto mit meinem Facebook Ads Ding, mit meinem Shopify Store verbunden. Das Zielland kann ich hier noch auswählen. Wenn du zum Beispiel jetzt in Deutschland wohnst, kannst du hier eben Deutschland auswählen und so weiter. Ich glaube, das brauche ich dir nicht so genau erklären. Und einmal die Geschäftsbedingungen akzeptieren, damit wir auch Facebook Ads schalten können. Und dann sind wir hier in den Marketing-Einstellungen schon mal grundlegend fertig. Und dann gehen wir runter zu Einstellungen für die Datenfreigabe. Und hier hast du wahrscheinlich noch keinen Pixel drin. Das heißt, ich trenne mal ganz kurz an meinen Pixel und dann sieht das ungefähr so bei dir aus. Das heißt also, hier hast du einmal die Kundendatenfreigabe. Das ist super wichtig, dass du hier entweder das hier auswählst, aber wenn du das hier auswählst, das unbedingt in deinen Datenschutzerklärungen nochmal anpasst. Das kannst du bei verschiedenen Datenschutzerklärungsgeneratoren, kannst du das noch mit anmerken bzw. einstellen. Ich würde das hier auf jeden Fall empfehlen, einfach aus dem Grund, weil wir durchs iOS 14 Update zu wenig Daten sammeln können. Und dann ist es wichtig, hier unten den Facebook Pixel auszuwählen. Natürlich gucken wir, dass wir schauen, dass wir den Pixel auswählen, den wir zusammen erstellt haben. Ich bin jetzt gerade im falschen Business Manager drin, deswegen ist es jetzt gerade gar nicht so tragisch. Also ich nehme einfach mal Benjamin Seuss Pixel, verbinde den und das funktioniert ganz genauso einfach wie mit dem Ad-Konto auch. Das heißt also, die Installation des Facebook Pixels ist durch den Vertriebskanal bei Shopify einfach schon eingestellt. Das heißt, die ganzen Conversions, die du brauchst, die standardmäßig drin sind, die sind schon eingestellt und damit ist die Installation des Facebook Pixels eigentlich schon fertig. So, dann sollte das ungefähr so bei euch aussehen. Falls es nicht so aussieht, hier links geht dann einfach auf Data Sources. Dann findet ihr eben eure Pixel und solltet eben den Pixel mal raussuchen, der bei euch eben installiert ist. Ihr könnt das gerne nochmal abgleichen mit der Pixel-ID. Und es hilft das Chrome Add-on Pixel Helper, Facebook Pixel Helper. Damit könnt ihr auf der Seite, wenn ihr auch zum Beispiel auf eurem Online-Shop seid, könnt ihr damit überprüfen, okay, ist das wirklich der Pixel, den ich auch da eingebaut habe? Dann könnt ihr sagen, okay, alles klar, das ist der Pixel 1512. Und das hier ist ja auch 1512. Perfekt, das ist der gleiche Pixel.
Und jetzt gehen wir auf Test-Events. Das heißt, also damit kann ich einmal überprüfen, ob die Events, die ich auf der Seite auch eben eingestellt habe, ob die auch dann eben ankommen. So, jetzt gehen wir hier drauf. Okay, alles klar, ist noch kein Event da. Okay, alles klar. Jetzt ist der Event da. Woher kommt es? Durch die Partnerintegration, eben durch Shopify. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine Seite drauf kommen, dann sehen wir, alles klar, das muss ja dann die Seite sein mit dem View Content. Und hier kommt einmal View Content. Perfekt. Und jetzt können wir das rein theoretisch auch in den Warenkorb legen und so weiter. Das bitte einmal von eurer Seite aus unbedingt durchchecken, dass alles auch funktioniert. Und dann seid ihr mit der Einrichtung im Prinzip schon fertig. Ihr könnt natürlich noch die Aggregate Measurement Events hinzufügen. Das heißt also fürs iOS 14.5 Plus Update habt ihr damit sozusagen die Möglichkeit, Events zu priorisieren. Da ganz, ganz einfach. Ich habe das alles nochmal in meinem Online-Kurs oder in anderen Videos nochmal erklärt. Also im Prinzip schaut ihr, dass ihr oben Purchase habt, dann initiiert Checkout, dann Add to Cart und dann View Content. Diese in dieser Priorisierung eben einmal einstellen und dann seid ihr mit der Einrichtung des Pixels einfach auch schon super schnell fertig. Yes. Let's go. Wir wollen Anzeigen schalten und damit starten wir auch jetzt. Damit wir Anzeigen schalten können, gehen wir nochmal ganz kurz in die Business Settings rein, checken auch nochmal, ob wir den Zugriff zu unserem Ad-Account haben und öffnen den im Ads Manager. Einfach nur zum Workflow kann ich euch empfehlen, dass wir den Ads Manager mal oben in die Lesezeichenleiste rein hinzufügen. Und hier haben wir dann eben einmal unser Ad-Account und haben dann eben einen leeren Ad-Account. Und damit wir unsere erste Kampagne erstellen können, gehen wir hier oben auf Create und starten mit unserer ersten Kampagne. Da ihr ja am Ende des Tages wahrscheinlich Sales generieren wollt, würde ich euch empfehlen, hier unten auf Sales zu gehen und damit eure erste Kampagne zu erstellen. Und im Prinzip ist eure erste Kampagne wahrscheinlich eine Testing-Kampagne. Und warum würde ich am Anfang eine Testing-Kampagne erstellen und vor allem, was würde ich denn da testen? Also, ich zeige euch einmal das grundlegende Setup, wie ich vorgehen würde, aber was wir zusammen machen werden, ist ein sogenanntes Angle-Testing. Ein Angle-Testing ist dafür da, um herauszufinden, welches Verkaufsargument für eure Kunden am attraktivsten ist. Gemessen am CTR könnt ihr dann zum Beispiel eben herausfinden, okay, welches dieser Verkaufsargumente, zum Beispiel hast du einen Fußball und die Leute kaufen das, weil er eine gute Qualität hat, weil er langlebig ist oder weil er einfach gut aussieht. So, das sind die 3 Verkaufsargumente. Du weißt aber nicht, welches von dieser 3 Verkaufsargumente am Ende des Tages für den Kunden am wichtigsten ist. Und das messen wir eben, indem wir so einen sogenannten Angle-Test machen. Das heißt, das wäre die erste Kampagne, die ich dir empfehlen würde, bevor du überhaupt anfängst, Kampagnen zu skalieren, verschiedene Sachen zu testen, weil beim Testing ist es super wichtig, eine Struktur zu haben, zu sagen, okay, das und das teste ich immer wieder und versuche damit beziehungsweise hast du damit eine Methode, damit du Anzeigen findest, die du später skalieren kannst. Also, wie gesagt, wir erstellen unsere allererste Testing-Kampagne. Vom Naming her würde ich grundlegend einfach euch empfehlen, euch selbst etwas vorzulegen oder ihr könnt gerne das übernehmen, was ich hier jetzt gerade mitmache. Das heißt, wir haben einmal DE Full, wir haben einmal Conversion-Kampagne, dann haben wir einmal das Thema Testing, das würde ich hier vorne noch mit reinbringen. Full sagt nur aus, dass ihr Full Funnel reingeht, das heißt also, dass ihr keine Beschränkungen dem Algorithmus gibt, dass er die Kunden findet aufgrund eurer Pixeldaten. Hört sich jetzt noch ein bisschen kompliziert an, ist es gar nicht. Full Funnel heißt nur letztendlich, dass der gesamte Funnel angesprochen wird, ohne dass ihr jetzt irgendwas damit euch raussucht. Genau. Dann schreibe ich im Nachhinein, was ich denn dann noch genau teste, zum Beispiel jetzt einmal Angle-Test. Und dann schreibe ich dann auch noch die Woche hin, in der ich die Kampagne gestartet habe. Somit habe ich letztendlich einfach eine gute Übersicht, falls ich mehrere Kampagnen habe. Und dann starten wir hiermit auch wieder das Land oder beziehungsweise du kannst auch Country, AT oder sonst irgendwas mit reinpacken. Dann gehen wir hier Full rein, dann gehen wir hier, welche Zielgruppe ich hier mit anspreche, also Broad-Zielgruppe. Und dann setze ich eben einmal den Angle an. Wie ich gerade gesagt habe, habe ich ja einmal zum Beispiel Quality. Und dann setze ich dann hinter auch, weil es auch in dieser Übersicht ganz praktisch ist, auch nochmal die Woche. So, jetzt haben wir auch unser erstes Adset erstellt und gucken auch einfach mal rein. Und ich habe ja gerade gesagt, ich würde hier Full Funnel reingehen. Und als allererstes fragt er uns ab, okay, Facebook Pixel, alles klar, wir brauchen hier ein Conversion Event. Und hier gibt es eine ganz wichtige Information jetzt an der Seite. Habt ihr nicht viel Budget übrig? Heißt also, euer Produkt kostet zum Beispiel 50 €. Das heißt also, damit ihr einen Return on Ad Spend von 1 habt, müsste eure Purchase Maximum 50 € kosten. Wir brauchen aber in der Woche wir brauchen in einer Woche, also 7 Tage, brauchen wir mindestens 50 Events. Das heißt also, ihr könnt das gerne mal hochrechnen. Ihr braucht dann so durchschnittlich in der Woche, keine Ahnung, zwischen 2.000 oder 2.500 €. Und wenn ihr dieses Geld rein theoretisch nicht übrig habt für eine Zielgruppe, dann geht unbedingt auf Add to Cart, da ihr dadurch einfach relativ schnell an hochwertige Events kommt
und auch darüber Verkäufe machen könnt. Also ist es nicht besonders schlimm, wenn ihr hier auf Add to Cart geht. Nein, ist es nicht. Also viele sagen ja immer, oh Gott, um Gottes Willen immer nur auf Purchase gehen. Aber da die Lernphase aus meiner Perspektive sehr, sehr wichtig ist, dass wir die durchbekommen, solltet ihr hier auf Add to Cart Events gehen. Genau. Hier, Optimization und Delivery, stellen wir nichts ein. Wir stellen hier unten nur bei Budget und Schedule, stellen wir hier ein, dass wir zum Beispiel eben mit 50 Euro pro Tag testen. Wenn wir 3 Ad-Groups haben mit jeweils 50 Euro, haben wir auch damit 150 Euro pro Tag und das sollte ziemlich gut ausreichen, um gute Angle-Test-Ergebnisse zu bekommen. Auch hier bei Audience stellen wir erstmal nichts ein, weil wir den Algorithmus einfach ausspielen lassen, weil es für unsere Zielgruppe, weil es für unser Ad-Targeting super wichtig ist, am Anfang viel zu lernen und auch dem Algorithmus einfach die Chance zu geben, die richtigen Leute für dein Produkt zu finden. Später können wir einfach nur ein Interessentargeting ausprobieren, falls du ein Produkt hast, das wirklich Interessentargeting möglich macht. Heißt also, wenn du Fußball hast, kannst du natürlich irgendeinen Fußball eingeben. Oder wenn du eine Bäckerei hast, dann kannst du hier unten Backwaren etc. eingeben. Es müssen aber halt wirklich Interessen sein, die relativ breit sind, ohne dass du jetzt sagst, okay, die sind super, super oberflächlich, sage ich jetzt mal. Super, super detailliert meine ich. Genau, also, dann kommen wir auch schon zum Thema Ads. Und hier sage ich immer, okay, Link-Ad. Dann starten wir rein mit einem Video zum Beispiel. Und dann geben wir dem Video auch einen Namen, Quality eben. Und dann haben wir Fußball, keine Ahnung. Das ist im Prinzip nur ganz wichtig, dass du auch Unterstriche setzt, weil für die UTM-Links, die du dann bei Google Analytics siehst, komme ich nochmal im Detail dazu. Da ist es dann eben so, dass du bei Google Analytics dann eben den ganzen Link siehst und die ganzen Namen auch der Ad siehst. Genau, das wollte ich eigentlich im Prinzip sagen. Und jetzt erstellen wir mal ganz kurz zusammen unsere Ad. Und ich habe dazu noch schon viele, viele Videos gemacht auf meinem Kanal, wie du genau so eine Ad erstellst, vor allem aber auch, wo man solche Ads erstellt und so weiter. Da verlinke ich dir auch gerne nochmal ein Video oben rechts oder oben links. Ich weiß es gar nicht mehr. Im Prinzip ist es super einfach. Du wählst hier oben deine Facebook-Page aus. Falls du deine Facebook-Page nicht finden solltest, wie am Anfang des Videos schon gesagt, hast du wahrscheinlich keinen Zugriff auf den Account. Und auch beim Instagram-Account suchst du hier die Page aus, die für dich passt. Ich habe es irgendeine gerade in der Auswahl. Und dann können wir hier unsere Ad erstellen. Du kannst einfach eine Ad erstellen, du kannst einen Existing Post nehmen. Ich würde immer erstmal eine Ad erstellen. Und wie gesagt, es ist einmal in dieser Ad Group drinnen. Und hier unten setzt du einmal dann auch den Primary Text. Wie ich das Ganze immer mache, ist, ich schreibe mir den Primary Text immer vor. Und ich zeige dir auch gleich eben, wie eine fertig gebaute Kampagne dann aussieht. Und hier unten setzt du letztendlich auch nochmal den richtigen Button. Und ganz wichtig ist, dass du hier auch den Link zu deiner Webseite bzw. zu deiner Landingpage reinpackst. Und auch hier unten nochmal das Tracking auswählst, das für deinen Kanal wichtig ist. Also, ich zeige dir mal, wie eine fertige Kampagne aussieht. So, jetzt sind wir im Account von CustomCat24 und da habe ich schon ziemlich viele Ads geschalten in dem Account. Und ich möchte dir einfach mal eine Anzeige zeigen, wie wir das Ganze unter anderem aufgesetzt haben. Hier haben wir zum Beispiel unterschiedlichen Interessen, Lookalike und Broader Targeting Test gehabt. Wie gesagt, was du testest, es gibt keine Blueprint-Strategie. Es gibt wirklich keine Blueprint-Strategie. Viele Agenturen machen das so, viele Agenturen machen das so. Ich zum Beispiel mache es so, dass wir teilweise wirklich stark auf Broad gehen. Und in der Broad-Kampagne haben wir dann, und das wollte ich dir eben gerade ganz kurz zeigen, haben wir dann eben unsere Ads. Wichtig ist bei den Ads, schau, dass du erstens mal auch das Format richtig einstellst. Das heißt also, entweder hast du ein 1:1 Format, du hast ein 4:5 Format für den Facebook-Feed oder Instagram-Feed. Oder du hast eben in anderen Fällen auch ein 9:16 Format, also für Instagram Stories. Bei Karussells, ich bin jetzt gerade zufälligerweise in einer Karussellkampagne gelandet, wir können uns auch gleich nochmal eine andere Kampagne angucken. Genau. Hier siehst du zum Beispiel, dass ich ziemlich stark mit Badges gearbeitet habe, die relativ stark herausstechen oder auch mit Vergleichsmustern, heißt also links, rechts. Und da kannst du dich wirklich ausleben. Ich habe dazu noch mal ein paar Tutorials auch gemacht, wie man Creatives relativ einfach erstellen kann. Und das solltest du dir auf jeden Fall noch mal reinziehen und nicht verpassen, denn das ist super wichtig. Creatives sind unser größter Hebel, wie wir Facebook-Ads nach vorne pushen können. Gehen wir noch mal hier in die Ad rein, gucken, was ich hier, ob ich hier das was Richtiges zeigen kann. Ja, das sieht schon besser aus, genau. Was ich immer mache, ist ein Static, ein Karussell, ein Video, einfach um ein bisschen Auswahl dem Algorithmus zu geben. Und jetzt gehen wir mal Schritt für Schritt durch, wie ich das Ganze gemacht habe. Nicht wundern, hier habe ich eine andere Naming-Struktur. Wie gesagt, es gibt verschiedene Naming-Strukturen und wenn ihr da eine habt, dann behaltet eure eigene bei.
Wie gesagt, die eine, die ich euch gezeigt habe, könnt ihr gerne übernehmen. Also, gehen wir ganz gut durch. Wir haben ja auch Create Ad, wie auch vorne schon gesagt. Und hier fügen wir einmal unsere Ads ein. Bei dem Einfügen der Ads ist es super wichtig, dass ihr einmal schaut, okay, wir haben hier oben einmal unser 1:1 Format oder 4:5 Format. Und dann gibt es noch das Ad-Format für 9:16. Das ist in dem Fall jetzt überflüssig gewesen. Ich glaube, hier habe ich ein 9:16 Format mitgemacht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber normalerweise habe ich das immer mitgemacht. Genau, hier ist ein 9:16 Format mit am Start, damit das auch eben so aussieht. Speichere das Bild raus und füge das Ganze dann eben im Ad Creative ein. Und was ich immer noch mache, ist den Primary Text mit verschiedenen Variationen reinzupacken. Das heißt also, ich habe einmal hier einen Primary Text, der zum Beispiel eine direkte Frage hat, eine indirekte Frage hat, ein Call to Action direkt im ersten Satz, dann zum Beispiel hier größter Sale des Jahres für dich. Dann sind hier ganz normale Fragen zu stellen und sowas. Ich versuche das Ganze wirklich schnell zu machen, weil ich, glaube ich, theoretisch eine halbe Stunde über Ad Creatives reden könnte. Deshalb ist es super wichtig für mich, da jetzt relativ schnell durchzukommen. Und hier unten hast du natürlich auch nochmal den Link. Und so sieht dann wirklich eine fertig gebaute Ad aus. Und die kannst du dann auch in deinem Ad-Account publishen. Heißt also, bist du einmal fertig mit dem Ad-Tutorial, dann jetzt wird es aber ganz wild. Bist du einmal fertig mit deiner Ad, bist du hier unten auf Publish und kannst deine Ad dann losstarten. Wie kann ich jetzt diesen Test aufsetzen? Das ist jetzt nochmal eine wirklich wichtige Frage, denn sobald du hier eine Ad eben drin hast, kannst du hier zum Beispiel auf Quick Duplicate gehen und kannst dann parallel dazu deinen zweiten Angle testen. Also einmal hast du hier oben Quality, dann gehst du hier rein und sagst zum Beispiel Price. Das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, über den Preis zu verkaufen. Dann setzt du natürlich hier auch oben den Price ein und kannst unten drunter auch nochmal eben deine ganzen Creatives ändern auf das Creative Price. So, das heißt also, wir haben einmal für das Video, für das erste Creative haben wir ein Quality Creative, dann haben wir ein Price Creative und so weiter und so fort. Dann kannst du zum Beispiel 2 oder 3 Angles gegeneinander testen. So, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo du deine erste Ad schalten kannst. Und wir gehen jetzt nämlich zum nächsten Schritt. Wir erstellen jetzt zusammen eine Custom Audience und vor allem, wie die ganze erstellt wird, wie du die einsetzt und so weiter. Dazu kommen wir jetzt. Custom Audiences sind wichtig für dein Retargeting und für dein Re-Engagement. Dazu habe ich nochmal ganz eigene explizite Videos gemacht. Das heißt, falls du irgendwas im Detail wissen möchtest, check auf jeden Fall die Links ab, die ich dir auch eben oben verlinkt habe. Und wir checken uns jetzt mal, wir gucken jetzt eben mal rein, wie Retargeting-Ads unter anderem aussehen können. Heißt also, wo wähle ich überhaupt eine Custom Audience aus und wie sieht das Ganze aus? Jetzt muss ich hier ganz kurz gucken. Hier ist zum Beispiel eine Kampagne, die ich geschalten habe, die auf ein Retargeting gelaufen ist. Und hier habe ich alle Facebook Engagers, Website Visitors und so weiter reingepackt. Und damit du diese Kampagne, ein Retargeting starten kannst, sind wir wieder im Adset. Das heißt also, wir haben einmal die Kampagnenebene und im Adset drinnen kannst du dann anfangen, deine Custom Audiences auszuwählen. Und hier habe ich zum Beispiel All Website Visitors. Frequenz über 2, Top 25, Zeit verbracht auf der Seite. Dann haben wir All Instagram Business Engagers, All Facebook Business Engagers. Und diese ganzen wollen wir jetzt erstmal erstellen. Und dafür gehen wir hier oben auf Create New und gehen auf Custom Audience. Dann gehen wir auf Webseite und können alle Leute, die einen Facebook Pixel irgendwie aktiviert haben, können hier eben ausgewählt werden. Das heißt, wir sehen erstmal unseren Pixel, den wir erstellt haben. Dann wählen wir unten aus All Website Visitors. Du kannst natürlich ja auch zum Beispiel auf AutoCAD oder andere Events gehen. Würde ich aber im Prinzip gerade nicht mehr machen, weil das konnten wir früher relativ gut machen. Andere Online-Gurus empfehlen das. Wenn du nicht wirklich viele AutoCAD-Events hast, das sind dann, sage ich mal, über 10.000 AutoCAD-Events in den letzten 30 Tagen, dann würde ich dir empfehlen, geh auf All Website Visitors, weil das würde ich am glücklichsten machen. Dann geben wir unten Namen ein und erstellen die Audience. Was ich noch zeigen möchte, ist eben einmal eine Engagement Audience. Die funktionieren wirklich gut und das können wir einmal machen mit einem Instagram-Account. Wir können das einmal auch machen mit Videos. Heißt also, wenn du oft Videos zum Beispiel in deinen Ads verwendest, kannst du hierüber die Leute, die das Video angeschaut haben, das ist eine coole und besondere Audience, kannst du nämlich darauf auch wieder retargeten. Und natürlich hast du hier oben und auch das gleiche nochmal mit Facebook-Page. Funktioniert alles im Prinzip gleich. Das heißt, wir wählen einmal hier aus, okay, wen wollen wir denn in welcher Zeit retargeten und alle Leute, die mit dir oder beziehungsweise deinem Account engaged haben, die wollen wir retargeten und dann gibst du das Ganze hier unten ein und bist auch damit schon mal fertig. Und am Schluss hast du dann letztendlich ganz viele verschiedene Custom Audiences und ich würde dir empfehlen, die ganzen Custom Audiences in ein Adset zusammenzupacken. Warum? Ich habe dir vorhin gesagt,
wir brauchen wirklich eine Adset, um gutes Retargeting zu machen, weil uns viele Daten fehlen. Durch das iOS 14.5 Update haben uns Daten verlassen, die wir eigentlich gebraucht hätten, um gutes Retargeting zu machen. Das heißt also, jetzt ist es wichtig, gib dem Algorithmus so viel Raum wie möglich. Wenn du jetzt gerade nicht 10, 20, 30.000 Euro im Monat ausgibst, ist es einfach die beste Strategie, um zusammen eben mit den Custom Audiences noch ein gutes Retargeting hinzubekommen. Und am Schluss würde ich natürlich, wenn ihr fürs Retargeting ein gewisses Angebot zum Beispiel gestaltet, das heißt, alle Leute, die zum Beispiel eben abgesprungen sind, die mit euch interagiert haben, die kriegen 10% Rabatt auf eure Produkte, dann würde ich auf jeden Fall die Käufer unten ausschließen. Wie können wir jetzt die Käufer ausschließen? Ganz einfach, gehen wir auf Custom Audience wieder, auf Websites, weil Käufer identifizieren sich ja eben damit, dass wir sagen, okay, wir haben zum Beispiel das Purchase Event. Und dann sagen wir, okay, alle Käufer aus den letzten 30 Tagen, die wollen wir ausschließen. Und hier unten ist es nicht wichtig, dass wir irgendwas exkluden oder sowas, sondern wir gehen hier einfach rein und setzen eine Custom Audience und die sehen wir nicht auf Include, sondern wir gehen hier auf Exclude von den letzten 180 Tagen. Hier unten kannst du letztendlich auch nochmal einstellen, dass wir hier nochmal ein detailliertes Targeting haben, ist aber im Prinzip auch gar nicht wichtig, weil ich würde das hier immer broad lassen, ist in dem Fall was anderes, weil es ein Spezialfall war. Und dann kommen wir auch nochmal zu den Creatives. Hier in dem Fall habe ich eine Teaser-Kampagne gemacht. Schaut aber, dass ihr eure Creatives so gestaltet, dass zum Beispiel ein 10% Rabattcode drauf ist. Dass du sagst, okay, jeder, der zum Beispiel im Retargeting sieht, okay, versandkostenfrei, der würde dann wahrscheinlich mit der höheren Wahrscheinlichkeit kaufen. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier zum Beispiel eine 2-für-1-Kampagne gemacht und haben hier dann ein gewisses Angebot, glaube ich, auf die Seite gepackt. Genau. Da hast du auch einen Code mit drauf, das kannst du auch super gut über eine Ad kommunizieren. Und falls dich interessiert, wie ich diesen Account hier geschalten habe, das hört sich jetzt zwar ein bisschen komisch an, aber wenn du sehen möchtest, dass ich auf diesem Account auch wirklich Geld ausgegeben habe, habe ich. Und du kannst auch jetzt gerade das Video stoppen und dir da ein paar Sachen mit rauskopieren, falls es dich interessiert. Falls dich interessiert, wie dieser Account aufgebaut ist und so weiter, folg mir auf jeden Fall für mehr. Ich habe den Account auch detailliert, wie du alle Ads, beziehungsweise wie du verschiedene Ads in diesem Account erstellt hast, habe ich in meinem Online-Kurs verlinkt, falls dich das interessiert. Habe ich in meinem Online-Kurs verlinkt. Boah, dieses schnelle Reden macht mich einfach kaputt. Ich habe erklärt, wie man das Ganze aufsetzt, detailliert, wirklich ganz detailliert. Auch wirklich, der Online-Kurs dauert, glaube ich, 7 Stunden. Das heißt, also wir haben da wirklich uns viel Zeit genommen, uns wirklich Schritt für Schritt da durchzuarbeiten. Falls dich das also interessiert, let's go, check auf jeden Fall vorbei. Und ich hoffe, ich konnte dir heute bisher mit dem Video schon helfen. Und wenn dir noch irgendwas fehlt, schreib auf jeden Fall einen Kommentar. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Sagen wir, ihr habt jetzt eure Kampagne gestaltet. Ihr seid jetzt endlich an dem Zeitpunkt, wo hier auch bei euch Daten im Ads Manager stehen. Und wir gucken uns jetzt mal zum Beispiel eine Kampagne an, die ich aus dem letzten Jahr geschalten habe. Wir nehmen mal eine Kampagne, die schon ein bisschen länger gelaufen ist und die auch ein paar Purchases abgeworfen hat. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Kampagne. Hier oben könnt ihr übrigens filtern, das heißt, ihr klickt eine Kampagne an und sagt, alles klar, Filter by Selection, dann wird nur noch diese eine Kampagne angeguckt. Würde ich euch empfehlen, das mal abzuchecken, wie das Ganze hier drin funktioniert. Auch dazu gibt es nochmal ein eigenes Video, wie der Ads Manager auch gut funktioniert für euch. Und hier kannst du dann zum Beispiel auch eine eigene Columns ansetzen. Welche Columns ich da ansetze, ist eigentlich relativ easy. Ich nenne es immer Reverse Funnel, heißt also, ich setze das Ganze andersrum auf. Wir fangen an mit, was haben wir ausgegeben, was haben wir eingenommen. Und nach hinten raus können wir dann Add to Carts, Unique Checkouts und so weiter sehen. Und das ist für uns super wichtig, denn wir können zum Beispiel hier einmal verschiedene Metriken anschauen. Und die wären jetzt extrem wichtig für unsere Analyse. Und das ist wichtig für unsere Ads. Heißt also, wenn wir uns Zahlen angucken, wir müssen optimieren, wir müssen schauen, was wir nächste Woche oder die Woche eben drauf machen wollen für unsere Ads. Denn Facebook Ads ist nicht einmal, ja, ich schalte das Ding an und das generiert automatisch Geld für mich. Also falls ihr diesen Gedanken habt, vergesst es. Nicht umsonst mache ich das schon länger. Und hier hatten wir zum Beispiel auch verschiedene Zielgruppen anscheinend getestet. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was und wann das war. Und wir gehen mal ganz hinter. Was ich mir als erstes immer anschaue, ist das Thema CPM. Guck ungefähr, in welchem Rahmen wir uns da befinden. Und was ich mir unter anderem auch anschaue, ist zum Beispiel auch den CTR. Weil aus dem CPM und dem CTR, also CPM bedeutet Cost per 1000 Impressions. Also wie viel zahlen wir für 1000 Impressionen. Und wenn wir für 1000 Impressionen natürlich auch zahlen, dann wollen wir natürlich auch wissen, okay, wie viel Prozent von den Leuten, die eben unsere Ads sehen, wie viel Prozent klicken da überhaupt auch drauf. Und dafür habe ich eben die CTR Link Click-Through Rate, ihr könnt auch Unique Outbound Click-Through Rate nehmen und so weiter.
Gibt es verschiedene Metriken bei Facebook. Habe ich auch im Online-Kurs genau detaillierter erklärt, weil ich hier wirklich heute relativ wenig Zeit habe, das Ganze im Detail zu erklären. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Also gucken wir rein. Okay, welche dieser ganzen Zielgruppen funktioniert am besten? Schauen wir zum Beispiel die an. Okay, das hat, wenn ich jetzt hier draufklicke, das hat die höchsten CTR. Aber hat das auch die niedrigsten Link-Klick-Kosten? Nein. Das hat die niedrigsten Link-Klick-Kosten und damit können wir am günstigsten Traffic bekommen. Und das, obwohl wir einen kleineren CTR haben. Und das ist eben das, wo ich sage, okay, du musst immer alle Metriken mit einberechnen. Das heißt also, wir haben hier zum Beispiel einen CPM von 3,37 € und hier einen CTR von 0,7. Das ist natürlich dann so, dass am Ende des Tages hier günstiger Klicks erwirtschaftet werden und damit auch günstiger Add-to-Cards erwirtschaftet werden. Das heißt also, Cost per Add-to-Card haben wir hier den günstigsten, 3 € und hinten raus könnte es sogar sein, dass das mit die günstigste Zielgruppe ist. Nein, ist es nicht. Wir haben hier einen ROAS von 0,81, hier haben wir einen ROAS von 1,33. Und das ist das, was ich immer mit ganz gerne sage. Schaut euch natürlich hinten den CTR an, der ist extrem wichtig. Aber auch zum Beispiel bei Lookalike Audiences ist es zum Beispiel oft so, dass der CTR natürlich relativ hoch sein wird, aber auch dadurch, dass es eine Lookalike ist, auch der CPM von Facebook ziemlich krass nach oben gepusht wird. Und das müsst ihr dann eben einmal gegentesten. Funktioniert ein Lookalike bei euch gut? Okay, cool. Wenn die nicht gut funktioniert, was nach dem iOS 14 Update oft der Fall ist, dann lasst es lieber sein und geht zum Beispiel auf Broad Targeting. Und ich meine jetzt eben gerade nur wirklich die Auswertung, okay, welche Ad-Groups lassen wir jetzt weiterlaufen, welche skalieren wir, welche wollen wir ausschalten. Im Prinzip ist es wichtig, natürlich auf den ROAS zu schauen. Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier einen einzigen Conversion, oh, die war jetzt nicht ganz profitabel. Es ist nicht der Punkt, dass du sagst, okay, ich schalte die jetzt unbedingt aus, weil ich jetzt hier eine einzige Conversion habe, sondern eigentlich ist es wichtig, geht das schon in die richtige Richtung, also haben die einen vergleichsweise guten CTR hinten raus, dann kannst du sie auch weiterlaufen lassen, obwohl vielleicht der erste Verkauf unprofitabel war. Heißt also, hier in dem Fall habe ich sie ausgeschalten, weil einfach die Link-Klick-Kosten insgesamt zusammen zu teuer waren. Das gleiche machen wir aber auch zum Beispiel bei verschiedenen Creatives. Das heißt, also auch hier haben wir verschiedene Creatives mit drinnen und können dann sagen, okay, welches der Creatives hat denn wirklich gut performt und vor allem welches hat viele Impressions auch von Facebook bekommen, weil der Algorithmus ja am Ende des Tages entscheidet, hey, welches dieser Creatives packe ich denn an einen Kunden raus und welche lieber nicht. Und hier zum Beispiel das meiste, wahrscheinlich auch mit dem besten CPC, hat dieses Karussell bekommen. Und das hat im Prinzip zwar auch andere, waren günstiger vom Add-to-Card her, aber wenn der Algorithmus entscheidet, dass das im Prinzip overall die beste Performance hierüber ist, dann ist das meistens auch wirklich der Fall. Und dann siehst du zum Beispiel auch hier, okay, dann kann ich die ersten beiden nicht ausschalten, kann dann schauen, okay, wie verhält sich der Algorithmus denn damit? Und kannst dann damit sehen, okay, wie genau hat der CTR eine Auswirkung eben auch auf den ROAS, und das kannst du eben einmal ganz kurz hier abchecken, ob das wirklich auch der Fall ist. Ist es da wirklich der beste CTR? Dann ist es meistens auch der beste ROAS, weil die Wahrscheinlichkeit der Conversion Rate und so weiter. Ich will gar nicht so krass ins Detail gehen, ich wollte einfach nur ganz kurz zeigen, ganz kurz in Anführungszeichen, wie du Ads am Ende des Tages auswertest. Heißt also, schmeiß dann auch die Ads raus, die du gemacht hast, die nicht gut funktionieren, und gib neue Ads ins Testing rein. Und dann sind wir im Prinzip schon fertig. Das heißt also, das Ganze optimierst du einmal in der Woche, schaust, dass du regelmäßig eben einmal Ads hochlädst, testest und skalierst. Und somit kannst du dann auch schauen, okay, ich habe hier einen riesengroßen Ad-Account. Und es kann passieren, dass Ads einfach mal nicht gut laufen. Es gibt mal wirklich hier eine Ad, die ist mal 1,1 gelaufen, dann mit 0,06, dann hast du hier 0,31. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Ads, die hier gut und schlecht laufen. Und das musst du unbedingt mit einkalkulieren. Also es wird unwahrscheinlich sein, dass du jetzt eine Ad schaltest und sagst, hey, ich habe dem Guru gefolgt, richtig geil. Und am Ende des Tages denkst du, um Gottes Willen, ich habe ja so viel Geld ausgegeben und es hat nicht funktioniert. Das kann auch passieren. Also das ist auch schon öfter passiert bei Ad-Accounts, dass die einfach nicht gut funktionieren. Und da möchte ich ganz ehrlich mit dir sein. Mach dir da echt keinen Stress. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du mal ein zweites Auge drauf brauchst, check unbedingt meine Links in der Beschreibung ab. Da kannst du einen Termin mit mir vereinbaren. Ich gucke gerne mal drauf. Und damit wären wir heute auch schon durch. Ich bin absolut hyped. Ich bin richtig happy. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ich irgendwas vergessen habe, falls ich zu schnell war, falls irgendwas ist, schreib es mir in die Kommentare. Mich würde es mega freuen, wenn wir hier eine coole Community draus machen könnten. Und lass unbedingt ein Abo da. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder im nächsten Video, in Detailvideos und vielleicht auch in meinem Online-Kurs. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Genau. Und ciao.
So, und das war's eigentlich im Prinzip schon. Ich habe dir alle möglichen Sachen erklärt. Ich habe dir erklärt, wie man Retargeting macht. Ich habe dir erklärt, wie man Kampagnen auswertet, wie man Creatives erstellt. Habe ich dir noch nicht erklärt. Dazu habe ich, wie gesagt, ein eigenes Video gemacht. Also check das unbedingt auch mal ab. Und dann bist du jetzt ready to go. Und ich wünsche dir wirklich super viel Erfolg bei deinen Kampagnen. Falls du noch irgendwelche Fragen haben solltest oder falls du gerade Probleme hast mit deinen Kampagnen, check den Link in der Beschreibung ab, dann kannst du einen Beratungstermin mit mir ausmachen und ich gucke gerne mal über deine Anzeigen drüber und sag dir, was du optimieren solltest oder was du mal testen solltest und so weiter. Und dann, denke ich, sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.